Herrgott, was ist denn nur los? Erst Stress im Zoom-Meeting, dann noch Krach mit dem Provider und jetzt noch dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn die Einladung nicht bekommen? Rupert, sag mal, liest du deine Mails nicht? Kannst du den PC nicht anschalten oder was? Was? Nicht groß genug? Soll ich es vielleicht noch größer schreiben? Zoom-Meeting um 11 Uhr. Online digital. Was soll ich denn noch mit dir machen? Chef, der Mann ist digital inkompetent. Der weiß nicht, was ein Zoom ist. Er ist was? Er ist digital inkompetent. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist digital inkompetent? Bin ich entlassen? Und ich hab das all die Jahre nicht gemerkt. 50% aller Menschen in Deutschland sind digital inkompetent. Wir helfen. Abonniert The Morpheus. Danke für eure tollen Vorschläge, die ihr mir letztes Mal gegeben habt. Statt heißem Kaffee, der einfach viel zu heiß ist, einfach Cold Brew. Kaffee machen, in den Kühlschrank und dann, wenn es kalt ist, Eis rein. Das ist definitiv besser fürs Gemüt und definitiv besser bei dieser Temperatur. Ist richtig geil. Und wir sind gerüstet für diese Folge IT-Trends. Wir starten mit den Hacking-News. Ihr wisst, ich werde nicht müde bei diesem Thema. Pegasus, unser wundervoller Staatstrojaner, den Deutschland zwar gekauft hat, der aber in Israel von der NSO Group entwickelt wird. Ihr erinnert euch an die Vorfälle, Regierungsvertreter gehackt, Journalisten gehackt, Opposition gehackt, Anwälte, es sind sogar einige Menschen deswegen gestorben. Und noch immer werden neue Fälle entdeckt. Spanien hatten wir ja erst. Nun gibt es auch Hinweise, dass Pegasus auf den Geräten der EU-Kommission gefunden wurde. Auch hier wäre also mal wieder möglich gewesen, ziemlich pikante Informationen abzugreifen, beziehungsweise vielleicht ist es sogar passiert. Wir wissen es einfach nicht. Trotzdem hält sich Deutschland noch immer bedeckt, äußert sich für den Staatstrojaner oder will sogar noch Hackbacks einführen. Das haben wir ja letzte Woche gesehen. Wird, glaube ich, Zeit, dass das Ganze auf EU-Ebene verboten wird. Was meint ihr? Nur, leider gibt es da ein Problem. In der EU sitzt ja leider immer noch die CDU sehr prominent und die wollen das unbedingt durchdrücken, egal in welcher Regierung sie sind. Da das aber nicht der einzige aktuell entwickelte Staatstrojaner ist, hier mal ein kleiner Shoutout nach Österreich und genauer gesagt zu DSIRF, die den Staatstrojaner Sub-Zero herstellen. Der ist zwar noch in der Alpha, wird also noch nicht eingesetzt, trotzdem wird der Kauf von einer deutschen Behörde, der CITES, geprüft. Die Firma dahinter ist unfassbar dubios, deswegen lest ganz gerne den verlinkten Artikel. Aus diesen Gründen hat auch Microsoft jetzt eine Warnung für die Firma DSIRF ausgegeben. Die nutzen nämlich einen Windows-Exploit, einen Zero-Day-Exploit, den Microsoft noch nicht kennt und natürlich sucht und versucht zu reparieren, aber ist halt nicht einfach. Ja, meine Meinung zu Staatstrojanern kennt ihr ja. Repariert die Lücken lieber, anstatt sie auszunutzen. Gilt natürlich gerade erst recht für den Staat. Dadurch und nur dadurch werden wir wirklich sicherer. So, und das war's eigentlich auch schon mit den Hacking-News diese Woche. Mal ganz kurz gewesen. Heute kommen wir schon zum Hack der Woche. Ich habe nachher noch ein paar Sachen für euch. Seit ungefähr 2,5 Jahren ist alles von mies zu einem riesigen Haufen Code mutiert. Und damit meine ich leider keinen Programmcode. 2019 hatten Hacker noch ein kleines bisschen Ehre und haben Krankenhäuser bei ihren Angriffen zumindest ausgespart. Leider gab es dann eine wahrhafte Welle an Hacks, genau auf Krankenhäuser zu der Zeit, wo sie am allermeisten überlastet waren. Die Welle hat dann zum Glück irgendwann wieder aufgehört, war aber ein richtiger Trend unter Hackern. Jetzt haben wir unter Umständen einen neuen Fall, der die Hacker auf den Plan ruft. Schulen. Schulen sind häufig sehr miserabel geschützt und trotzdem muss die Infrastruktur laufen, sonst geht halt gar nichts im Lehrbetrieb. Heißt, leichtes Ziel, wichtige Branche, wichtige Bereiche, wichtig für alles. Für die Bildung halt. Dafür kann man auch dann ordentlich Geld verlangen. Vermutlich hat die Hive Ransomware Gruppe, die übrigens auch schon Krankenhäuser angegriffen und erpresst hat, die Wooton Upper School in England angegriffen und gehackt. Hive ist eine Ransomware as a Service Gruppe. Sie operieren also ungefähr wie die Mafia. An der Spitze stehen völlig Unbekannte. Darunter sind dann die anderen Leute für den Support, Leute für die Angriffe und das Verteilen von Malware und noch ein paar mehr.
Wird nun eine Schule oder jemand anderes erpresst, müssen natürlich die oben drüber in der Hierarchie beteiligt werden. Das Lösegeld beträgt in diesem Fall übrigens satte 500.000 Pound, also englische Pound. Und bei den gestohlenen Daten ist die Summe auch nicht mehr wirklich verwunderlich. Die Schule hat gespeichert Adressen, Zahlungsdaten, medizinische Berichte und sogar psychologische Gutachten. Und nun drohen die Hacker, das zu veröffentlichen. Würden die Daten wirklich veröffentlicht, ihr wisst, wie das an der Schule ist, dann wird es eine ganz neue Art Herausforderung, das Mobbing an dieser Schule zu beenden, geschweige denn die Identitätsdiebstähle. So, und warum erzähle ich euch das, wenn das ja eigentlich in Great Britain ist? Naja, weil deutsche Schulen die schlimmste Infrastruktur haben, die ich jemals gesehen habe. Unser Administrator der Schule, an der ich war, zugegebenerweise, ich bin seit über 10 Jahren mit der Schule fertig, trotzdem, der hat damals nicht gewusst, wie wir uns einloggen sollen und hat sein Admin-Passwort für die ganze Schule, Admin, ja, einfach an die Tafel geschrieben. Das kannte quasi jeder Schüler der ganzen Schule. Liebes Bildungssystem in Deutschland, das ist ein Warnschuss und zwar genau für euch. Wenn nicht jetzt was getan wird, haben wir bald kein Schulsystem mehr. Spätestens mit Homeschooling, das wir dann wahrscheinlich im Herbst wieder haben, wird das zu einer kompletten Katastrophe. Liebe Schüler, ich weiß, ihr habt nicht wirklich die Möglichkeit, was zu machen, aber schickt das Video vielleicht an eure Lehrer. Vielleicht können die sich für was einsetzen, dass die Schule sich besser absichert. Ihr wisst selber, wie angreifbar eure Schule ist. Zumindest ein paar von euch. Das weiß ich aus gewissen persönlichen Nachrichten, die mir auch schreibt. So, für die, die Informatik lernen wollen übrigens, schaut euch ganz gerne auch meinen Tutorials-Kanal an, falls es irgendwann mal irgendwie einen Ausfall geben sollte. Da sind quasi Inhalte für ein ganzes Studium. Nur für den Fall, dass mal bei euch in der Schule was ausfallen sollte. Ihr wisst, wo ihr was findet. Wo wir jetzt aber schon quasi bei den Politik-News sind, machen wir doch einfach mal als nächstes damit weiter. Und hier habe ich tatsächlich erstmal gute Nachrichten für euch. Die EU-Datenschützer haben sich gemeldet, als die Chatkontrolle angeklopft hat. Knock, knock. Nein. Ihr Problem ist vor allem die Tatsache, dass es einfach jeden betrifft. Und zwar immer dadurch, dass einfach quasi alle Arten der Online-Kommunikation unter die Scan-Pflichten der EU fallen sollen. Sie schreiben grob, KI-Scanner für Kinderpornografie oder Cyber-Grooming-Versuche könnten die Vertraulichkeit der Kommunikation, also die Verschlüsselung, stören und die machen ja auch eben Fehler. Also das, was ich euch eigentlich auch die ganze Zeit erzähle. Auch ganz nett, WhatsApp hat sich ebenfalls zur Chatkontrolle geäußert und gesagt, dass sie ihre Sicherheit für keine Regierung der Welt mindern wollen. Sie haben tatsächlich die Pläne quasi als Massenüberwachung bezeichnet, die sie niemals umsetzen wollen, weil es eben auch eine wichtige Geschäftsentscheidung für WhatsApp sei, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anzubieten. Fand ich interessant. Sprecher von WhatsApp sagten jedoch auch, dass sie bereits mehr als 100.000 Kindesmissbrauchsbilder mit ihren aktuellen Techniken erkannt und gemeldet haben. Leider wird nicht weiter ausgeführt, was genau ihre Techniken sind. Und das würde mich tatsächlich interessieren. Wenn ihr da was habt, schickt es mir gerne rüber. Lokale Scanner, so wie Apple sie ursprünglich geplant hatte, können es auf jeden Fall nicht sein. Die hatte der WhatsApp-Sprecher im Interview nämlich ähnlich verurteilt. Sie sind, so sagt er, als würde man Spyware auf die Geräte packen. Und Leute zu melden, das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Aber um auch das nochmal richtig zu stellen, Apple hat gerade auch diese Woche quasi den Nacktscanner eingeführt. Das ist aber etwas anderes als das, was sie ursprünglich geplant hatten, falls ihr euch noch an das in den IT-Trends erinnert. Der ursprüngliche Plan von Apple war, mit KI lokal Dateien zu durchsuchen und diese dann zu melden, also auch an die Polizei und im Zweifel dann eben sogar direkt eine Anzeige zu erstellen. Quasi genau das, was also die EU mit der Chatkontrolle vorhat, nur dass es eben lokal auf dem Handy gefiltert wird und gescannt wird. Also die KI soll auf eurem Handy laufen. Das haben sie dann aber nach fettem Gegenwind komplett verworfen. So, und jetzt der Nacktscanner, den Apple eingeführt hat, das ist eine komplett andere Funktion. Das ist eine Kinderschutzfunktion, die Eltern für ihre Kinder aktivieren können. Dann wird das folgendermaßen gemacht. Messages, also der Apple Messenger quasi, kann nun, nachdem ein Foto eingegangen ist, analysieren, ob darauf Nacktheit zu finden ist. Falls ja, wird das Bild einfach nur nicht angezeigt. Es verlässt aber nicht das Gerät, es passiert auch sonst rein gar nichts. Es wird auch nicht an Apple übertragen, ob überhaupt was gescannt wurde. Also man weiß dann trotzdem nicht, ob ihr überhaupt ein Foto oder sowas bekommen habt. Geschweige denn natürlich das Ergebnis.
Wenn man das Foto dann tatsächlich trotzdem angezeigt haben möchte, auch wenn Apple sagt, ey, yo, da ist Nacktheit drauf, willst du nicht sehen vielleicht? Dann kann man das einfach machen, und zwar durch einen Klick. Zwischenzeitlich war aber auch mal geplant, den Eltern Bescheid zu sagen, dass so etwas überhaupt passiert ist, aber ich glaube, diese Funktion gibt es auch nicht mehr. Es ist also mehr wie ein automatischer Spoiler auf Discord, damit man nicht einfach so irgendwelche Genitalien ins Gesicht bekommt. Ich glaube, mit der Version könnte man sich wohl am besten anfreunden, ist aber natürlich auch nur ein Mittel gegen Cybergrooming und leider kann das dann am Ende auch stark erweitert werden. Ist immer eine KI, wenn ich da rein trainiere, dass irgendwas anderes erkannt werden soll, kann man das natürlich auch machen. Wie so üblich driften die Politik-News immer auch ein bisschen in die Privacy-News mit rein. Deswegen heute noch ein kleines bisschen was zu VW. Die mussten hier nämlich ordentlich was schlucken. Die müssen jetzt nämlich wegen DSGVO-Verstoß 1,1 Millionen Euro Strafe zahlen, die sie aber auch ohne Murren direkt beglichen haben. Grund dafür waren Verstöße, die sich alle auf Testfahrten mit selbstfahrenden Autos beziehen und mit niedrigem Schweregrad. Wie ihr seit dem dazugehörigen Video wisst, müssen selbstfahrende Autos massiv viele Daten sammeln. Damit kann man daraus dann eine KI bauen und die soll dann im besten Fall lernen, wie man selbstständig fährt. Lässt man das Auto allerdings außerhalb der Teststrecke fahren, nimmt man dabei natürlich zwangsläufig auch Passanten auf. Sind ja Kameras im Auto. Und die müssen dann eigentlich darüber aufgeklärt werden und ihre Zustimmung muss eingeholt werden, damit man diese Daten überhaupt verarbeiten darf. Und das war hier das Problem. VW meint, sie bedauern das und deswegen zahlen sie auch so freiwillig. Um aber mal ehrlich zu sein, warum geht das Geld an die Behörden und nicht an die Personen? Und was meint ihr? Bei uns nennt man das Ganze vielleicht Düpfle-Schisserei. Ja? Das ist quasi, ist es euch zu genau? Ist euch sowas zu strikt? Tesla hat nämlich auch wegen den Kameras schon ordentlich Probleme bekommen. Oder sagt ihr, das muss schon so sein, es gibt die Gesetze ja nicht ohne Grund? Schreibt mir deswegen mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir machen weiter mit ein bisschen Aufmunterung, der Statistik der Woche. Ransomware-Gruppen greifen laut einer Erhebung von Coveware mittlerweile seltener ganz große Betriebe an. Dafür greifen sie immer mehr kleine und mittelständische an. Ups. Bei denen kann man nämlich leider nicht ganz so viel Geld erpressen als bei den Giganten, aber dafür geht es dort sehr viel leichter reinzukommen. Faszinierenderweise konnten sie sogar den Marktanteil von den einzelnen Ransomware-Gruppen grob ausrechnen, den die eben unter sich aufteilen. Black Cat ist auf Platz 1. Ihr erinnert euch vielleicht an den Hack in Kärnten zum Beispiel. Die haben mit 17% ordentlich Platz 1 vorgelegt. Platz 2 hat Lockbit, gefolgt von Hive, Quantum und Conti. Die Kernessenz ist allerdings trotzdem, immer mehr Unternehmen weigern sich, die Forderungen zu bezahlen und das ist auch gut so, denn so wird die Branche einfach nicht finanziert und so trocknet man sie dann doch ein kleines bisschen aus. Ist wie gesagt, habe ich am letzten Video ausgeführt, keine Entschuldigung, sich nicht sicher machen zu wollen, das sollte aber klar sein. Weiter geht's mit den KI-News, denn in Chicago ist nun ein Mann mit Hilfe der KI ShotSpotter ins Gefängnis gekommen. Die KI soll Schüsse automatisch an die Polizei melden, das sind quasi Sensoren überall aufgestellt und die melden das, sodass die dann schneller wiederum an den Orten des Verbrechens ankommen können. Nun verklagt Michael Williams nach einem Jahr im Gefängnis die Stadt, weil er laut ihm ohne handfeste Beweise verurteilt würde. Das MacArthur Justice Center geht sogar noch einen Schritt weiter und möchte eine Sammelklage einreichen im Namen aller, die in den Fokus von Ermittlungen kamen. Laut ihrer Recherche waren 89% der Meldungen der KI Falsch-Positivmeldungen. Das heißt, es gab gar keine Schüsse. Das führt dazu, dass mehr als 40.000 Polizeieinsätze ausgelöst würden, die gar keine wären, sagen sie. Dem widerspricht die Firma hinter ShotSpotter. Laut ihnen hat die KI eine Genauigkeit von 97%. Das mit den KIs kann eigentlich nur nochmal lustig werden. Mal abwarten, bis die sich dann selber auch vor Gericht verteidigen. Das wird ein Spaß. Ich freue mich schon irgendwie ein bisschen drauf. Oder? Naja. Weiter geht's mit dem Lacher der Woche. Den können wir jetzt, denke ich, alle ganz gut gebrauchen. Sony staubt dieses Mal ab. Die haben sich einfach mal selbst angezeigt wegen Urheberrechtsverletzung. Also Sony Pictures Network India hat Sony LIV bei Google angeschwärzt, dass die Links von Sony LIV wegmachen sollen, also entfernen sollen von Google.
Zwar hat Sony LIV, die ja die Rechte an den Inhalten haben, sich dagegen gewehrt. Das Ganze zeigt aber, dass solche Einsprüche auch bei Google nicht immer ernst genommen werden. Denn von den ursprünglich 34 gemeldeten URLs sind 2 am Ende trotzdem verschwunden. Auch wenn Sony LIV ja die Rechte hatte. Das heißt, Sony hat sich quasi 2 Einträge aus der Suchmaschine selbst rausgekickt. Ja, Uploadfilter war eine sehr, sehr gute Idee. Da kann man ja immer Einspruch dagegen einlegen, ne? Klar. Abschließen möchte ich nochmal mit einer Statistik von der EU-Kommission. In Deutschland haben nur etwa 50% der Bürger zwischen, Achtung, 16 und 74 Jahren grundlegende digitale Fähigkeiten. Und das sind wirklich nur die Basics. Das heißt, 50% haben eigentlich gar keine. Und das Brutale, 75 Jahre und älter sind ja noch nicht mal mit reingerechnet. Auf die gesamte EU gesehen waren es übrigens 54%. Das heißt, der EU-Durchschnitt liegt über dem von Deutschland. Unter den getesteten Fähigkeiten waren aber tatsächlich auch Grundlagenfähigkeiten. Also sowas wie E-Mails senden, übers Internet telefonieren, Nachrichten finden oder lesen, Word-Dokumente schreiben, Code schreiben, fragt mich nicht wieso, und Software installieren. Ich habe aber wie üblich ein paar zusätzliche Zweifel an der Studie, denn zum Beispiel im Bereich Safety Skills wurde abgefragt, ob man die Privatsphäre-Einstellung lesen kann, den Zugriff auf Standort ablehnen kann oder Cookie-Einstellungen ändern kann. Über Phishing oder gar Malware wurde aber nicht ein einziger Skill abgefragt. Sicherheit und Privacy ist halt einfach nicht dasselbe, aber das ist noch nicht ganz angekommen. Lest aber gerne mal komplett drüber, wenn ihr merkt, dass ihr in einem Punkt noch nicht so ganz fit seid, dann lest euch da gerne ein oder fragt irgendwen. Ich meine, in den Kommentaren sind sehr, sehr viele schlaue Menschen. Zum Schluss möchte ich heute noch mal etwas loswerden, was mir ganz besonders auffällt. Bei diesem ganzen Fuck-up, den wir derzeit erleben, man kann es nicht mehr anders sagen, ist es wichtig, dass wir uns auch mal eine digitale Auszeit nehmen. Ich habe mittlerweile bei mir den Feierabend eingeführt, an dem ich einfach auch keine Kommentare oder Nachrichten mehr lese. Und das kann ich tatsächlich nur empfehlen. Auch den Bitte nicht stören Knopf am Handy habe ich sehr lieb gewonnen. Seid bitte lieb zueinander, auch in den Kommentaren, und gönnt eurem Kopf auch mal eine Pause. Oder wie man so schön sagt, genug Internet für heute. Ciao. 50% aller Menschen in Deutschland sind digital inkompetent. Nochmal. Das wird noch lustig mit den KIs, denn die werden sich dann irgendwann auch mal selber noch einen Anwalt vielleicht suchen. Nicht nur suchen, sondern sich auch... Machen wir nochmal. Hier mal ein kleiner Shoutout nach Österreich, genau. Deswegen hier... Was? In Chicago ist nun ein Mann... Leider... Oder Cyber... Verdammt. Ich schätze, private Chats werden vermutlich interessanter sein. Bin ich entlassen? Vermutlich hat die Hive Ransomware Group... Das war lustig.